Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis. Ja, ich habe für euch heute einen richtig schönen Sommerduft. Wenn der Sommer da ist, dann geht immer natürlich Acqua di Parma und ich habe hier einen Duft. Bergamotto di Calabria. Yes, Bergamotto di Calabria. So, das sagt schon das Wort. Hier habt ihr natürlich richtig geile Bergamotte. Aber das ist nicht alles. Wollt ihr mehr wissen? Mein Name ist, wie gesagt, Dennis, aber a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. Yes! So, Bergamotte in the face. Süße, fast wie Traubenzucker bekommt ihr hier in die Fresse geschlagen. So geil zitrisches. Eigentlich fast wie so eine, Moment. Ihr schält eine Zitrone plus Bergamotte zusammen und das müsst ihr euch, die Bergamotte macht es ein bisschen süßer und die Zitrone, ja, sauer. So ist dieser Duft an Anfang. Richtig nice, kann ich nur sagen. Richtig nice. Also, ich habe ja schon viele Bergamotten, Zitronendüfte gerochen, ganz ehrlich, aber der Anfang hier ist nicht von schlechten Eltern. Also, spritziger und geiler geht's fast nicht. Dazu gesellt sich der rote Ingwer. So, der rote Ingwer und Zedernholz. Aber Zedernholz kommt ein bisschen später. Aber ganz ehrlich, wow. Und ich sag's ja immer wieder, egal, gleich vorweg, Haltbarkeit kommen wir später zu, aber egal, ob die Marke nicht so starke Düfte macht, aber im Sommer sind sie einfach King. Und ja, ich müsste jetzt nicht sprühen, aber es ist geil. Boah, das ist so nice und ja, richtig schön. Und wie gesagt, zum Flakon, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ihr kennt ja, ich hoffe, der Fokus nimmt das. Ihr kennt ja diese Flakons. Sehr nice. Das ist hier übrigens ein 150 ml Flakon. Die gibt's aber in verschiedenen Größen. Ich glaube 50, 75, 100, 150 und so weiter und so fort. Und ich glaube 20 auch noch. Die habe ich hier hinten. Ich weiß jetzt sind 20er, glaube ich. Ich habe einige Düfte von der Brand, aber mir gefällt die Brand. Auch wenn sie vielleicht nicht immer so stark ist. Aber Sommerdüfte müssen auch nicht unbedingt immer so stark sein oder auf die Eier gehen, sondern einfach präsent sein, wenn es warm ist und im Büro oder whatever, wo ihr euch gerade befindet. Trotzdem, Acqua di Parma gehört dazu. Und der Bergamotto di Calabria ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann gesetzt, wie gesagt, Zedernholz so ein bisschen im Background bleibt, aber bergamottig, zitrisch und der Ingwer, der die Süße bringt, auch fast eher, wahrscheinlich ist das auch schon das in der Kopfnote, obwohl der Ingwer erst in der Herznote kommt, ist er aber für mich schon durch diese Süße ein bisschen, Ingwer ist zwar scharf, aber kann auch ein bisschen süßlich in meiner Nase jedenfalls riechen und der macht das auf jeden Fall sehr geschmeidig und es passt einfach, die ganzen Komponenten, dieses ganze Spektrum von geilen Inhaltsstoffen passt. Ja, und dann kommt Moschus und Vetiver noch. Ich finde Moschus nimmt man nicht so wirklich. Ja, vielleicht im Background ein bisschen. Benzo kommt dann auch, Benzo, glaube ich, kommt es auch noch drin. Oder wie das da heißt. Und auf jeden Fall Vetiver. Aber ich finde, ja, das alles minimal. Aber ihr merkt, das ist eigentlich, wie er heißt, es ist ein Bergamottenduft mit Zitrone und Ingwer. Das ist euer Mann im Endeffekt. So könnt ihr ihn haben. Ja. Oder eure Lady, whatever. Wie ihr den Duft für euch betiteln wollt und schön. Ein richtig schöner Sommerduft. Zur Haltbarkeit, ja, das ist immer verschieden. Die Haltbarkeit liegt, sagen wir mal, zwischen, ich sag das ja mal, dieses Zwischending nur noch, zwischen 4 und 7 Stunden. Ja, 4 und 7 Stunden, das kann bei manchen weniger sein, das kann bei manchen mehr sein. Aber grundsätzlich in diesen 4 bis 7 Stunden ist er da und geht dann natürlich hautnah irgendwann. Oder wird natürlich hautnah irgendwann. Die ersten 1,5 Stunden ist der gut präsent. Also muss man schon sagen. Und da gibt es Düfte, die viel schneller weg sind. Aber das ist auch immer Tagesform. Und dann ist die Frage, wie warm ist es wirklich? Wie heiß ist es? Und warm und heiß ist immer noch ein Unterschied. Wie schwitzt du? Und. Da spielen sehr, sehr, sehr viele Faktoren natürlich eine Rolle. Aber im Grunde genommen ist das ein richtig genialer Duft. Und man hat eine typische Acqua di Parma DNA, aber der Anfang, der ist bombastisch gut. Also die Kopfnote ist ein Monstrum, was Sommer angeht. Eine der besten Kopfnoten, die es gibt, finde ich. Also es reden ja so viele
Ich habe ja so einige Düfte von der Brand, aber keiner redet wirklich von diesem Duft. Und es ist schon monströs, diese Kopfnote. Also sie steht ja immer noch, jetzt haben wir schon den Ingwer, aber es ist so lecker. Und wenn dann das richtig warm ist oder ihr in Urlaub seid, ihr unterwegs seid, ihr am Meer seid, ihr essen geht, auch abends kann man den noch tragen. Ich finde, den kann man immer tragen, auch abends, auch wenn es ein sehr frischer, wenn es richtig warm ist abends noch, ist dieser Duft also richtig nice. Ja, Acqua di Parma, dachte ich, stell dir mal vor, es werden auf jeden Fall noch mehrere vorgestellt im Sommer und auf jeden Fall auch Einzel-Reviews, weil das wichtig ist für mich. Und dementsprechend, ja, so schaut es aus. Also haut rein, schreibt mal, kennt ihr den Duft? Welchen Acqua di Parma Duft findet ihr denn am besten? Das würde mich mal interessieren. Dann bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und die Flex Cap hier, die hinten zu ist, die gibt's jetzt wieder. Also könnt ihr gerne reinschauen mal in meinen Store. Also bis zum nächsten Mal, Freunde.